Hallo und wunderschönen guten Tag. Ich bin Christian Murin und mache Programm beim Popkulturfestival seit 2015. Teil des Popkulturfestivals ist ja auch unser tolles Format Popkultur Nachwuchs, wo es um Wissensvermittlung geht. Und normalerweise haben wir immer am Anfang eines solchen Workshop-Tages, wo die ganzen jungen Menschen in ihre Workshops gehen, haben wir immer alle zusammengeholt in einem großen Kino und wir haben selber immer Inspirationsgespräch gemacht mit Künstlern und Künstlerinnen, wo wir so persönlich geredet haben über die künstlerischen Motive und die Geschichte, einfach so einen tieferen Einblick für die TeilnehmerInnen zu geben. Und genau, da dieses Jahr wiederum aus bekannten Gründen, die wir jetzt nicht weiter erwähnen, das Format wieder digital ist, zeichnen wir das Gespräch auf. Und heute spreche ich mit Mascha Kurella, die hier neben mir sitzt vor diesem wunderschönen Aquarium, was unser Grafikdesigner Norman Palm mitdesignt hat, weil die Kampagne für Popkulturnachwuchs ist, hier sieht man Obst, so aufspringendes Obst aus dem Wasser. Und das wurde hier, glaube ich, so nachempfunden. Fühlt sich ein bisschen surreal an, aber sieht ganz gut aus. Genau. Hallo Mascha. Stellt sich natürlich sofort die Frage, welches Obst schwimmt und welches schwimmt nicht. Ja. Wir haben festgestellt, Birnen gehen unter. Mangos gehen unter. Äpfel bleiben oben. Ananas. Genau. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange persönlich, über 20 Jahre, glaube ich. Und jetzt habe ich aber mal so über dich nachgelesen. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Du wurdest 1975 als Tochter eines russischen Physikers und einer deutschen Schlafforscherin geboren, steht da. Hört sich an wie so ein Anfang von einem Bulgakov-Roman. Ich glaube, die Worte kommen von Maurice Summ. Ach. Ich glaube, das war aus dem Info zum Album Speak Low. Genau. Da hat er irgendwie recherchiert und hat das so geschrieben. Ich fand es auch damals echt lustig. Ja, das klingt super. Ja. Aber das war die Wahrheit. Ja, wie bist du aufgewachsen? 75 in Ostberlin sozusagen. Ja, ich bin in Berlin-Lichtenberg aufgewachsen, im 18. Stock von so einem klassischen DDR-Plattenbau. In der Nähe vom Tierpark, als ich konnte in die Einrichtung, habe ich zum Alex geguckt. Da war man ganz weit in der Ferne in den Fernsehturm und die andere Richtung nach hinten raus guckte man über den Tierpark. Und da war ich, bis ich 14 war, und dann sind meine Eltern nach Marzahn gezogen, was für mich damals total krass war. Ich habe einen Unterschied gemacht. Für mich war Lichtenberg cool und Marzahn furchtbar. Das verstehe ich heute auch nicht mehr. Aber dann war ich in Marzahn, 2-3 Jahre. Und dann war ich ein Jahr ganz weg aus Berlin, mit 17, in Buenos Aires. Und dann bin ich zurückgekommen und dann war ich in Berlin-Mitte, in einer eigenen Wohnung und so. Genau, als ich dich kennengelernt habe, haben deine Eltern, glaube ich, in Pankow gewohnt, wo sie, glaube ich, auch immer noch... Da wohnen sie immer noch. Immer noch genau. wohnen, genau, wo du auch im Keller damals dein Studio Ja, habe ich auch immer noch. Ich habe genau, immer noch also da. Wahnsinn. hat sich nicht so viel verändert. Nee. Also auf jeden Fall, genau, als du 17 warst und zurückkamst, war dann das Jahr 75 plus 17, 85, 92. 92. Genau, 92. Und du bist dann so Mitte der 90er, zwischen Mitte und Ende, da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, so es gab damals am Hackischen Markt die Galerie Berlin Tokio. Hat das mich zum ersten Mal gesehen? Okay. Ich glaube. Also ich kann es nicht so recht erinnern, ehrlich gesagt, aber genau, ein Kellerclub, in dem der war illegal, wie die meisten Sachen zu der Zeit, aber man musste so bei so einem Verein Mitglied werden. Das war damals die Konstruktion und dann gab es immer eine Ausstellungseröffnung und dazu gab es Partys und Konzerte. Genau, da hast du mit deinen ersten Bands, Contriva, Mina, glaube ich, oft gespielt. Ja. Ich glaube eigentlich nur in Mina. Ich weiß gar nicht, ob Contriva da gespielt hat, ja.
Ehrlich gesagt, die Zeit ist auch ein bisschen vernebelt bei mir, muss ich zugeben. Also richtig genau auseinander kriege ich das alles gar nicht mehr. Aber wir waren natürlich viel in Berlin, Tokio. Und ich habe den Eindruck, wir haben uns zum ersten Mal in Kunst und Technik getroffen. Aber das ist ja auch egal. Es ist alles Kann auch sein. Aber ja, egal, genau. wie bist du dann dazu aus der Sozialisation von Physik und Schlafforschung zur Musik gekommen? Ja, das frage ich mich heute auch noch manchmal. Also eigentlich tatsächlich, ich habe selber so ein bisschen die Gitarre meines Bruders geschnappt und so ein bisschen Gitarre gespielt. Aber ich habe eigentlich als Jugendliche Leistungssport gemacht. Ich habe gefochten. Ich war in der Sportschule im Osten noch und auch die ersten Jahre danach noch. Also 1 bis 91 oder so. Nee, doch. Oder bis 90. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kam ich vom Sport und habe dann so ein bisschen einfach nur die Gitarre gespielt, weil mein Bruder die da gelassen hat. Der ist nach Moskau gegangen und hat die Gitarre in meinem Zimmer stehen lassen. Und dann hatte ich die Gitarre und habe dann angefangen, so ein bisschen Saxophon zu spielen und bin aber eigentlich erst dazu gekommen, bei der Band mitzuspielen, als mich jemand fragte, ob ich einen Bassisten von Contriva ersetzen kann, weil der beim Zucken im Vakuum spielen muss oder so. Und dann spielte halt ein bisschen Gitarre und dachte, ich versuch's einfach. Und dann habe ich so die Bassläufe von ihm versucht zu lernen. Und das war das war Contriva sozusagen die erste Band. Also eigentlich eher zufällig. Eigentlich eher zufällig. Also ich hatte schon auch mit Mina ein bisschen gespielt, aber es war alles eher so Jam-mäßig und so ein bisschen, ich habe ein bisschen Saxophon gespielt, mal ein bisschen Keyboards, aber es hatte alles jetzt es gab keine Idee von, wir machen jetzt wir nehmen eine Platte auf, wir veröffentlichen das, wir gehen auf Tour. Das war mir alles eigentlich fremd ursprünglich. Ich dachte, cool, hier so ein Proberaum. Und wir hatten auch einen schönen Raum, so eine Markise in einem Hinterhof in der Tucholsky-Straße. Und es war einfach alles relativ einfach möglich und lag so ein bisschen vor meiner Nase. Sozusagen. Also gerade um die Galerie Berlin-Tokio rum gab es ja dann auch so eine Art, wie so einen künstlerischen Hub, wo Stereo Total und Jeans Team und diese ganzen Bands sich immer aufgehalten haben. Und ihr seid ja dann gerade mit Mina auch dann ziemlich schnell eigentlich in so ein internationales Tourgeschehen auch reingerutscht. Ja, das kam über Bungalow, über genau. die Verbindung zum Label Bungalow. Das Label von Markus und Holger. Mit dem genau. hatte ich gerade wieder Kontakt. Ja. Lustig, ja. Genau, und dann habt ihr auch eigentlich irre schnell für so eine junge Band in Italien und Spanien und also viel in Südeuropa auch gespielt. Ne? Und die Musik deiner beiden Bands war ja eigentlich ausschließlich Instrumentalmusik. War das ein Konzept? Oder? Ich glaube, ich war damals noch nicht so weit darin, ein Konzept zu sehen. Für Max von Contriva damals war das ein Konzept. Für mich war es doch einfach sozusagen die Möglichkeit, was auszudrücken aus so einer Sprachlosigkeit heraus, die ich gefühlt habe damals. Oder die ich nicht mal gefühlt habe, sondern ich war relativ sprachlos. Also ich konnte Sachen nicht so gut benennen. Und in der Musik stellte sich das alles viel leichter dar. Und für mich waren das echt sozusagen die Momente von Freiheit, wenn man eben auf die Bühne durfte und das erzählen, ohne den Mund aufmachen zu müssen. Ja. Das war für mich irgendwie so eine krasse Erfahrung, die mich erstmal so ankommen lassen hat, auch in der Zeit und in dieser Stadt auch damals. So. Ja, du bist ja im Grunde dann als quasi Jugendliche in das Nachwende Ostberlin mit all seinen Montags, Dienstags, Mittwochs, Bars und seinen hauptsächlich halblegalen oder illegalen Möglichkeiten und mit Tausenden von Auftrittsorten improvisiert reingeraten. Ne? Also. Ja, das war eigentlich alles gar nicht so, dadurch, dass ich es nicht anders kannte, also war das für mich etwas, was ich relativ selbstständig mitgenommen habe. Und ich habe darin halt eben auch keine politische Vision gesehen oder so, sondern es war tatsächlich etwas, wo ich dachte, oh, wow, das ist Berlin. Und sozusagen aus Lichtenberg kommend dachte ich, wow, das ist das Berlin, was mir vorenthalten wurde als Kind und so. Und ich war davon einfach geflasht. Aber was ich wirklich nicht so richtig begriffen habe, waren sozusagen die Codes, mit dem Coolness und so besprochen wurde. Oder was war cool, was war aus welchem Grund ging man jetzt in die Bahn, aus welchem in die
Und welche Bands machten Trash, welche machten Punk, wo ist der Unterschied? Diese Unterscheidung war für mich echt auch, ich fand die alle irgendwie flashig. Also gerade, was du vorhin meintest, so Total, Jeans Team, diese ganze Gang. Aber die hatten natürlich alle einen komplett anderen Hintergrund, mit dem sie ihre Sachen auch erklärten. Oder mit dem sie sich auch positionieren konnten. Und das hat mich auch ein bisschen eingeschüchtert tatsächlich, weil das war mir fremd. Und ich fand es aber natürlich auch cool. Aber ich habe schon auch gemerkt, okay, aber auf diese Art kann ich mich ja gar nicht beschreiben. Also, und deshalb, daher vielleicht auch ein bisschen diese Sprachlosigkeit, die dann eben in Musik übersetzt, zu Contriva und Mina geführt hat. Oder ich bin ja auch nur Teil dessen gewesen. Also, das ist ja, diese Bands sind ja sozusagen gemeinsam entstanden. Es war eben kein Konzept, sondern es war einfach auch eine Antwort auf die Zeit, glaube ich. Also auch so eine gewisse, also beabsichtigte Sprachlosigkeit dann irgendwie. Also um nichts sagen zu müssen oder sich nicht positionieren zu müssen und aus so einer Leere heraus agieren zu können in der Musik. Trifft das ungefähr? Naja, das Problem ist, wenn man was gesagt hat, war das ja nichts, was direkt ankam oder wo man sich verstanden gefühlt hätte. Es gab also wir sprachen zwar die gleiche Sprache, aber sozusagen das, was wir beschrieben haben, war ja sprachlich nicht so einfach zu erklären für uns. Also meine Sozialisierung sind so Bands wie Nidali, Auktion oder meine Eltern haben Wysotsky gehört. Das sind alles so Sachen, die spielten in diesem Diskurs gar keine Rolle. Ja. Und, aber in der Musik konnte man das irgendwie aufgreifen. Also diese ganze auch utopische Vision, auch diese Nostalgie und diese Melancholie sozusagen, die aus der man ja kam. So, ist ja bis heute noch, also in der Popkultur so, dass es, genau, also wir haben das ja gerade beim Popkulturfestival auch immer versucht, so osteuropäischen Underground quasi mit aufzunehmen. Und das ist ganz seltsam. Da gibt es so eine totale Differenz in der realen Entfernung und in der gefühlten Entfernung, weil alles kommt quasi aus England sozusagen, auch organisatorisch. Total. Und eine Band, die aus Minsk oder St. Petersburg oder Gdansk oder sonst woher kommt, ist räumlich vielleicht genauso weit oder nah und qualitativ auch genauso gut oder schlecht, aber ist eben nicht in diesen Strukturen drin und wird deshalb hier viel weniger wahrgenommen. Also das ist ja ein Phänomen, was bis heute noch so ist. Ne? Ich glaube, es war aber Anfang der 90er in Berlin ein bisschen anders tatsächlich. Da gab es echt sehr viel auch so, also Bewegungen, da kamen viele Leute auch aus Minsk, aus Petersburg und so, die spielten auch in Berlin und die Konzerte waren voll. Also gerade so Bands wie Auktionen hatten hier ein riesen Publikum. Ja, das war genau, es gab so eine Phase, ich habe ja damals auch den Eimer Club genau. mitgemacht und dafür Programm gemacht und wir haben eigentlich immer sehr viel, auch gerade osteuropäische und russische Bands, also die Bands, die du gerade erwähnst, haben mehrere Male eigentlich immer da gespielt. Also in Berlin gab es das schon, es gab es nur nicht sozusagen in der Wahrnehmung, in dieser Popkulturblase, die dann darüber schrieb. Also man fand das, was da in Berlin passierte in der Zeit, irgendwie nie in Aspects oder im Intro beschrieben. Intro gab es damals noch gar nicht, ne? Egal. Ja. Also, und das war halt eben auch nur für eine Zeit und dann versickerte das sich, hat ja auch mit den politischen Entwicklungen in Russland und so zu tun. Und, keine Ahnung. Und dann, aber auch mit uns natürlich. Genau, ihr seid ja dann aus diesem Hintergrund, was ich vorhin schon erwähnte, blitzschnell in diesen internationalen Kontext geraten, mit Stereolab irgendwie Europatouren gemacht und genau, ich erinnere mich an eine total irre Situation, wo ihr auf dem Benicàssim Festival in Spanien gespielt habt und ich glaube, ihr wart gebucht auf irgendeine Zeltbühne, auch das schon relativ groß mit mehreren tausend Leuten. Und dann kam kurz vorher einer der Veranstalter und sagte, ach, auf der Hauptbühne ist uns eine Band weggefallen, würde nicht auf der Hauptbühne spielen. Und schwuppdiwupps standet ihr auf der Hauptbühne vor, ich weiß nicht, 30.000 Leuten irgendwie. Ich glaube, dass du ehrlich gesagt mehr geschwitzt hast als wir. Ja, genau. Ich war damals Tontechniker und habe Mischpult, glaube ich, genau. Aber ihr habt das total cool gemacht und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass ihr jetzt plötzlich da vor 30.000 Leuten spielt und das wirklich ganz cool
durchzieht irgendwie. Was ist das für ein Gefühl? Ich weiß, du hast mich darauf angesprochen. Ja, ist ich habe doch nochmal drüber nachgedacht. Tatsächlich ist es so, dass ich das da nicht so, ich fand das super, aber es war für mich kein großer Unterschied zu dem Konzert in dem Zelt. Also ich habe ja immer das Gefühl, je größer die Bühnen werden, desto einfacher werden die Konzerte. Also mir geht es jedenfalls so. Es gibt nichts Schlimmeres als super kleine Bühnen mit 3 Leuten davor. Ja. Das ist so ein bisschen der Horror aller Künstler, diese Situation. Und die andere ist eigentlich total einfach zu bespielen. Also je größer die Bühnen werden, desto mehr Support hast du ja von allen Seiten. Du stehst ja dann schon auf dem Präsentierteller, du kannst ja eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Also so fühlte sich das auch an. Das war einfach nur ein Flash tatsächlich. Also eigentlich das Gegenteil von dem Lampenfieber, wo man denkt, okay, jetzt bin ich hier auf einer ganz großen Bühne, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann... Ich glaube, so ist das nicht. So ist das, glaube ich, nicht. Na gut, deshalb bin ich meistens eher auf der anderen Seite. Ich glaube, es wäre das Gleiche. Ja, klar, es ist natürlich, man hat dann diese Challenge, glaube ich, und macht einfach so... Ja, und dieses Programm, das war so abrufbar. Ich meine, wir haben so viel gespielt. Das war einfach... Hat echt Spaß gemacht, ich fand es super. Cool. Es war auch ein bisschen verrückt, weil wir danach auch so einpacken mussten, sofort aufbauen auf die anderen Bühne und nochmal das Gleiche machen mussten. Und das war eigentlich eher so auch so ein bisschen so ein euphorischer Stress. Ne? Also es war ja auch ganz schön stressig. Es war einfach heiß, alles abpacken, aufbauen, hochstapeln. Wir hatten riesige Instrumente, riesige Verstärker. Es war ja auch diese Zeit, wo wir alle noch das Fender Rhodes mitgeschleppt haben. Ja. Und diese ganzen Keyboard-Bogen und Wahnsinn. Keine Plugins, genau. Sondern echte, aus Holz gebaute, schwere Instrumente, die man schleppen musste. Ja. Und genau, nach dieser Phase hast du dann angefangen, Soloplatten zu machen. Die erste kam, glaube ich, 2002 raus. Und da hast du angefangen, plötzlich zu singen. Woher kam der Impuls? Ja, irgendwann hatte ich schon das Gefühl, dass das so auch an seine Grenzen kam. Sozusagen diese rein musikalische Ausdrucksform. Und ich irgendwie schon das Bedürfnis hatte, was zu erzählen, was expliziter ist als jetzt nur ein Lebensgefühl. Und vielleicht auch ein bisschen zu erzählen, woher ich komme und warum sich irgendwas wie anfühlt und so. Und das habe ich aber dann irgendwie gar nicht besprechen können mit den Bands. Das war irgendwie eine Sache, die ich irgendwie erstmal nur für mich selber machen konnte, weil ich auch gar nicht wusste, okay, ist das etwas, was ich wirklich denke, dass die Leute hören müssen? Ist das vielleicht einfach ein Impuls, dem ich jetzt folge und dann ist gut und dann war es wieder. Und dann habe ich aber diese Skizzen Gudrun geschickt, Gudrun Gut von Monika Enterprise. Und eigentlich auch das, ohne das Vorhaben, irgendwas zu veröffentlichen. Ich wollte es teilen. Sie meinte, wow, Mascha, das machen wir, bringen wir das Album raus. Super. Und dann dachte ich, okay, Soloalbum? Okay, dann mache ich mal ein Soloalbum. Also so war es eigentlich eher. Ich hatte das nicht wirklich geplant. Stimmt, die erste ist rausgekommen bei Monika Enterprise, genau, dem Label von Gudrun Gut. Und auch tatsächlich in der Skizzenform. Ich hatte auch keine Vision darüber hinaus, etwas größer zu machen oder besser aufzunehmen. Ich war überhaupt erstaunt, dass es war auch die Zeit, in der ich wirklich selber angefangen habe aufzunehmen, zu produzieren. Das war auch für mich ein wichtiger Teil sozusagen der Entwicklung, auch eben auch die Möglichkeit zu haben, selber zu Hause Sachen zu produzieren. Das ist heute selbstverständlich. Damals war es das nicht unbedingt. Und auch die ersten Aufnahmen mit den Bands, wir haben uns so viel auch mit Mischern und Technikern rumgeschlagen über Soundvisionen und da nicht in der Lage zu sein, das selber die Kontrolle zu haben über die eigenen darunter hatte ich ganz schön gelitten, genau. Und das war dann irgendwie auch ein wichtiger Teil des Prozesses, glaube ich, eben das eben selber zu machen, aber auch nicht in Absprache mit den anderen Leuten aus der Band, sondern einfach für mich selber zu entscheiden, so. Und ich muss jetzt nicht einen Techniker fragen, ob man das besser klingend hinkriegt, sondern ich finde es super, dass es bis dahin geht und auch noch verzerrt, perfekt. So. Und das war irgendwie eine coole Erfahrung und hat dann irgendwie doch so viel Spaß gemacht, dass ich das echt noch ziemlich lange weitergemacht habe. Naja, das ist ja dann wie so eine Art auch Ermächtigungsprozess, dass man sozusagen auch die anderen Teile des Prozesses, eben wie eine Aufnahme oder eine Soundgestaltung, auch selbst mit in die Hand nehmen kann und selbst bestimmen kann, glaube ich. Ne? Also damals war das für mich auf jeden Fall echt ein Flash. Heute ist es eher so, dass ich denke, ach mal wieder abgeben, wäre toll. Aber gesungen hast du dann ja eigentlich ausschließlich auf Englisch. Ja.
obwohl du gesagt hast, du wolltest dann anfangen, was zu erzählen. Mhm. Ist das eine popkulturelle... Ich glaube, weil ich das Gefühl hatte, man braucht eine Art von Übersetzung. Also ich habe auch Übersetzen studiert. Weil für mich war irgendwie so dieses Wechsel zwischen Sprachen auch immer so eine Möglichkeit, etwas anders zu denken. Für einen selber auch. Also so aus den eigenen Wortfallen zu kommen, um irgendwo hinzukommen, was zu sagen, wie man es sonst nicht geschafft hätte. Also auch heute noch ist es so, dass ich, wenn ich so Texte lese, die nicht von Native-Deutschen oder so geschrieben werden, ich da manchmal so eine echt tolle anarchische Komponente drin finde, die mich immer wieder kickt. Also die ich auch vermisse, manchmal in so purer Deutsch das ist halt, genau, man kann, also auf Englisch kann man Sachen singen, glaube ich, die hören sich super an. Wenn man die auf Deutsch übersetzt und versucht zu singen, funktionieren sie gar nicht. Also ich glaube, Deutsch ist eine Sprache, die ganz anders funktioniert oder so ein anderes Narrativ hat irgendwie. Also die muss, glaube ich, anders gebraucht werden, habe ich immer das Gefühl. Also da geht so entweder dieses Geschichtenerzählende, also das Moritatenhafte, oder es geht so ein Symbolismus irgendwie, der funktioniert im Deutschen auch gut, aber so diese einfachen Pop-Texte, die funktionieren ganz oft im Deutschen gar nicht. Ne? Das weiß ich gar nicht so genau, ob ich das so unterschreiben würde. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass für mich sozusagen in dieser Übersetzungsform irgendwie ein Weg liegt, der mich von mir selber ein bisschen befreit und etwas erzählt. So wie eine Reflexion oder wie ein bisschen, wenn man von außen mal guckt. Und dann macht Sachen so ein bisschen weniger betroffen oder sowas. Aber jetzt in deiner aktuellen Platte Woanders hast du ja zum ersten Mal komplett deutsche Texte benutzt, die ja auch gar nicht von dir selbst stammen, sondern von dem, ich glaube 2001, 2020 verstorbenen Ostberliner Dichter, Dramatiker, Filmemacher. Künstler, Filmemacher, Filmemacher, genau, ganz toll. Thomas Brasch, genau, also für mich ja sehr beeinflussend oder eine ganz prägende Geschichte ist ja, er ist ja genau als ich will jetzt nicht die ganze Biografie ausbreiten, aber so kurz, als in England geboren, als Kind jüdischer Migranten, dann zurück in die DDR, sozusagen als das bessere Deutschland mit kommunistischem Elternhaus, der Vater auch in Parteifunktionär und im Kulturministerium, glaube ich. Und die Söhne eben nur am Kontra geben und rebellieren, also die Kinder. Und der ist dann in den Westen gegangen und hat dort einen unfassbaren Film gemacht, Engel aus Eisen, der dann da ging es so um das kleinkriminellen Schwarzhändlermilieu und fast so eine liebevolle Ode an die Kriminellen sozusagen. Und da hat er den Bayerischen Filmpreis gekriegt und dann gibt es ja diese Rede und er sollte von Strauß den Filmpreis bekommen, Franz Josef Strauß, Ministerpräsident von Bayern damals, und diese Rede kann man sich auf YouTube auch noch angucken oder gibt es ja auch gedruckt irgendwie. Als erstes greift der Franz Josef Strauß frontal an, als jemand, der völlig entgegen seinen Überzeugungen steht, dann heroisiert er die Kriminellen und zum Schluss bedankt er sich bei der DDR für die Ausbildung in der Filmhochschule. Ne? Und man sieht, wie die Politiker außenrum und Strauß hochrot anlaufen und es ist eine totale Provokation. Und da spiegelt sich aber was, jemand, der quasi aus der DDR geflüchtet war und jetzt nicht den demütigen Ostler gibt. Sozusagen. Ja, der hatte keinen Bock auf diese Dissidentenrolle, die ihm übergeholfen wurde. Ja. Kannte, Charakter, und ihr könnt mich alle mal, ich habe meine Überzeugungen, nur weil ich jetzt hier bin, werden sich die nicht ändern. Ne? Und genau, da ist er irgendwie so ein ganz hervorstechender Charakter. Wie bist du an ihn geraten? Über das Buch von seiner Schwester, von Marion Brasch. Ab jetzt ist Ruhe. Das hat mir eine Freundin gegeben und ich habe das so ein bisschen unbedarft angefangen zu lesen und bin so volle Kanne so reingesummt worden in so meine eigene Kindheit, obwohl das ja gar nicht 1:1 das
es war auch nicht die gleiche Zeit und so weiter. Marian ist irgendwie so zwischen Thomas Brasch und mir, also 15 Jahre älter nochmal als ich und aber jünger als ihr Bruder, deutlich jünger und dadurch auch nicht in diese krasse Situation gekommen wie die Brüder. Und, aber ihre Beschreibung sozusagen von Berlin auch und der Familie und so, ich habe richtig die Zeit gerochen plötzlich. Und das war so eine komische Zeitreise, die mich so um die Ecke erwischt hat. Und dann fing ich darüber an, mich mit den Texten der Brüder zu beschäftigen, einfach mit den Texten, die geschrieben haben, und landete einfach bei den Gedichten von Thomas Brasch. Also ich fand auch viele andere Texte super spannend und so. Aber diese Gedichte, die klebten so fest, die steckten, also ich fuhr dann durch die Straße und dann ploppten immer wieder so Zeilen auf und ich dachte, oh Mann. Und dann haben die mich so ein bisschen wie verfolgt und dann habe ich angefangen, die zu singen und so. Und war auch einfach überrascht, wie rhythmisch und wie anders diese Texte waren als alles, was ich zuvor gelesen hatte. So an deutschsprachiger Lyrik. Ja, auch, ne? sind ja irgendwie, also in deiner musikalischen Umsetzung denkt man manchmal, die sind wie für dich geschrieben. Ja, total. Also das ist genau. Als wäre das Natürlichste, das Natürlichste von der Welt, die jetzt so musikalisch umzusetzen. Ich weiß auch, dass ich immer eigentlich durch die Straßen rannte und dachte, ich müsste diesem Thomas Brasch jetzt mal begegnen und ein Bier trinken mit ihm, wirklich. Ja. Das fühlte sich so an, dass ich dachte, komisch, wie kann er so viele Jahre vorher so ein Lebensgefühl so beschreiben? Also was mich jetzt dann wirklich total abholt. Und ich habe ja dann schon sehr früh erste Skizzen gehört und auch, du hast dann auch einen Konzepttext dazu geschrieben, der sich ziemlich viel auch mit einer Identitätssuche und Identitätsfragen beschäftigt hat. Und genau, wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich da den Text zu schreiben? Nein, also ich fand das, genau, ich habe das sofort verstanden, worum es ging, aber vielleicht kannst du das nochmal... Ich glaube, es war tatsächlich, also Thomas Brasch war auf jeden Fall ein wichtiger Motor, also diese Texte haben irgendwie auf jeden Fall so eine Auseinandersetzung weiter beflügelt, die ich vorher aber schon angefangen hatte, eigentlich über Aufträge auch, die ich bekommen habe, also zum einen das Hau, mich gebeten, einen Text von Heiner Müller zu vertonen. Wo ich dann auch mich durch Heiner Müller-Texte durchgewühlt habe, hätte ich nie gemacht. Ich bin ja kein Literaturwissenschaftler oder so. Und ich habe schon ab und zu mal sowas gelesen, aber eigentlich dachte ich immer, nee, das ist nichts für mich. Und dann habe ich so ein bisschen mehr investiert einfach und dann tauchten da Sachen auf, wo ich dann anfing, wirklich mich auch zu hinterfragen. Und, aber fast noch mehr bei Thomas Brasch. Dann hatte ich mich mit Einer schläft beschäftigt, auch auf Anfrage vom Hau. Und habe dann einen Text irgendwie vertont. Und darüber bin ich so ein bisschen in so eine Welt gekommen, die ich wirklich selber einfach ein bisschen ausgeblendet hatte. Auch vielleicht auf der Suche nach so einem Ankommen, sozusagen in der Welt, in der ich nun mal dann auch lebte. Und gleichzeitig war die Prägung natürlich doch sehr stark. Und dann tauchten einfach immer wieder so auch Sachen auf, die mir rückblickend auch das Leben meiner Eltern erklärten oder auch Leute, die verschwanden, wieder auftauchten oder eben nicht mehr auftauchten und wo ich die wieder gesehen habe und eigentlich schon ausgeblendet hatte, dass es die mal gab und so. Und dann haben mich diese Biografien interessiert oder die Geschichten auch meiner Familie und ja, vielleicht ist es auch ein normaler Prozess, den alle irgendwann mal ab 40 machen, keine Ahnung. Aber für mich bedeutet das aber eben auch eine Reise in ein anderes Land. Also, aber es ist ja dann auch, also irgendwie auch so eine Art, wo gibt es die Menschen, mit denen man sich auch positiv identifizieren kann und nicht nur das, also alles ist verschwunden. Wo ist die Wurzel oder die Identität, auf was kann man sich berufen? Und genau, das sind ja alles so Fragen, die auch jetzt heute immer noch so ein bisschen unterm Deckel sind und nicht richtig gestellt wurden und dann so ganz komisch. Ja, vor allem sind sie werden sehr schnell emotionalisiert und irgendwie auch so betroffen benutzt oder so oder Leute reagieren empfindlich, wenn man da irgendwie anfängt, über irgendwas so zu reden. Da denkt man, was für Empfindlichkeiten da so sind. Ich selber passe auch wirklich auch mittlerweile auf, was erzähle ich eigentlich, was nicht. Und weil ich irgendwelche Sachen auch gar nicht unbedingt triggern will. Und ich will auch nicht, ich will in erster Linie, glaube ich, erzählen, Geschichten erzählen und auch eine Auseinandersetzung sozusagen öffentlich machen. Aber ich will eigentlich niemandem
Feinden. Aber vieles, es geht echt schnell, dass man da in so eine Position kommt, wo man merkt, ich wollte dir jetzt nicht auf die Füße treten, aber hab's doch gemacht. Und das ist in dieser, gerade mit Identitätsgeschichten geht das so schnell. Ja, genau. Die Diskussionen über Identität ziehen sich ja überall hindurch und genau auch gerade durch popkulturelle Felder. Das ist sehr ständig vorhanden sozusagen. Ne? Und man hat auch immer irgendwo Empfindlichkeiten und man muss erstmal auch Positionen überhaupt erstmal finden, glaube ich. Also ganz viel ist ja auch eine Suche. Ne? Und ich weiß auch nicht, wo wir da verliert man sich immer schnell bei dem Thema. Ja, genau. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich das lange Zeit wirklich ausgeblendet habe, eben auch aus der Angst vor so einer sozusagen Festschreibung, in die man dann ganz schnell gerät, über so eine Nostalgie-Geschichte oder so, was natürlich nicht meine Generation war, weil wir hatten natürlich Bock auf das, was vor uns war und also tatsächlich auch auf den Westen auf eine Art. Also für mich war das schon auch eine Reise in den Westen, die mir plötzlich möglich war und ohne sozusagen zu verstehen, wie dieser Diskurs geschieht oder passiert, hatte ich trotzdem die Möglichkeit, sozusagen da über die Musik mitzumachen. Ne? Und auf meine Art natürlich. Aber jetzt sozusagen ein bisschen in aus so einer reflektierteren Position ist das ja auch ein bisschen auch, sieht man ja auch den hedonistischen Ansatz da drin. Und da kann man sich natürlich auch selber fragen, okay, warum habe ich das eigentlich so irgendwie auch verneint? Oder warum habe ich sozusagen nicht eine offensive Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte gemacht? Ja, du hast du vorhin gesagt, manchmal kann man das erst retrospektiv machen. Also man wird älter und dann kann man gewisse Sachen überhaupt erstmal auch analysieren aus einem gewissen Abstand heraus und, glaube ich, sich darin finden. Und das ist, jetzt sind wir an einem total super interessanten Punkt, wo wir eigentlich 2 Stunden überhaupt weiterreden können. Aber wir können das leider nur anreißen, weil wir diese Gespräche so ungefähr auf eine halbe Stunde terminiert haben. Aber für alle, die das jetzt gesehen haben, es lohnt sich einfach, sich diese Texte mal anzuschauen und diese Gedichte mal anzuschauen und die Platte zu hören, die einfach super großartig funktioniert. Und ich habe sie jetzt im Festsaal mit 120 maskentragenden, sitzenden Menschen zum ersten Mal live gesehen. Und ich freue mich total darauf, wenn wir irgendwann wieder die in einem engen, schwitzigen, vollen Club hören können. Weil die funktionieren einfach super. Also die sind irgendwie, die Grooven, diese Tannen sind tanzbar und Also ich würde sagen, hört euch diese Platte mal an, woanders, von Mascha Corella. Und auch die anderen Platten. Und Mina und Contriva und alles. Also ich glaube, das gibt viel Inspiration, wie man Sachen einfach machen kann und durch Zufall Ideen entwickeln. Ohne jetzt so starr zu wissen, was man eigentlich machen will. Das ist, glaube ich, so ein kleines Fazit jetzt auf jeden Fall. Okay. Dann vielen Dank und viel Spaß noch mit dem Rest vom Popkulturfestival und Popkulturnachwuchs. Danke, Christian.